Hallo, ich bin James der Gärtner und heute werde ich erbsenlose Erbsen aussäen. Kommen Sie mit. So, was hat er gesagt? Erbsenlose Erbsen, was ist das? Das gibt es natürlich nicht, aber es gibt einen Mensch, der die Erbsen aufisst, bevor sie überhaupt zum Früchten kommen. Und das wäre dann in diesem Fall ich. Und hier, die habe ich vor ein paar Tagen, so vielleicht 4, 5 Tage, ausgesät und auf den Fensterbank gestellt. Erbsen treiben sehr, sehr schnell. Und ich warte dann ein paar Tage noch, bis das Laub wirklich aufgegangen ist. Und dann komme ich mit meiner Schere und dann schneide ich sie ab für den Salat, dass ich irgendwas Erbsiges habe im zeitigen Frühjahr, bevor es überhaupt Erbsen gibt. Und die Triebspitzen schmecken nach Erbsen. Also, das kann man sehr gut zu Hause machen und das werde ich jetzt tun. Übrigens, ich habe hier, nur zum Zeigen, das ist Boxhornklee. Und Boxhornklee verwendet man in der indischen Küche. Ich habe sehr gern Boxhornklee. Entweder die Samen werden so ganz verwendet in diverse indischen Gerichte, aber das Laub wird auch verwendet. Und man kann getrocknetes Laub in den Asia-Supermarkt kaufen, aber ich habe hier versucht, ob ich aus den Samen ein paar Sprossen bekomme und die treiben auch unheimlich gern und es schmeckt etwas bitter, also ganz, ganz toll, Boxhornklee. So, aber es geht jetzt um Erbsen. Hör mal auf, über diese exotische Sachen zu sprechen, James. So, hier haben wir eine Saatschale, Aussaaterde, also das heißt schwach gedüngt und fein gesiebt. Das ist das Allerbeste für Samen. Man möchte kein Dünger haben, weil die Wurzeln von kleinen Sämlinge wie diese, die sind sehr fein und Dünger könnte sie verbrennen. Also deswegen Anzuchterde, Aussaaterde. So, okay. Und dann schaue ich in meine magische Kiste. Erbsen. Das sind Erbsen aus dem Supermarkt, also getrocknete Erbsen. Und die eignen sich wunderbar für solche Angelegenheiten, weil die kommen nie zum Tragen. Es ist egal, was für eine Sorte es ist. Solche Erbsen sind normalerweise extra gezüchtet für sehr, so wie heißt es, stärkehaltige Erbsen, dass man sehr gute Suppen oder Erbsenbrei draus machen kann. Zum Frischverzehr sind die nicht besonders gut geeignet, aber hier, das spielt gar keine Rolle, weil wir interessieren uns nur für die Triebspitzen. Und das sind Schälerbsen, das heißt, die Haut ist schon weg. Man muss sie nicht über Nacht einweichen, man kann sie ganz dick, so dekadent, guck mal, grün, grün, grün. Also das Braune wird vom Grünen bedeckt. Wahnsinn. So, und da fehlen noch 2 Stück. Gut, zack. So, Erbsen. Und dann nur leicht mit Erde bedecken. Ganz leicht, so dezent und wirkungsvoll, aber elegant abdecken. Zack, zack, zack. Und leicht andrücken. Es macht nichts, wenn ein paar aus der Erde rausschauen und dann angießen und aufs Fensterbank hinstellen. Und innerhalb von einer Woche haben Sie frische Triebspitzen, die Sie in den Salatschüssel schmeißen können. Es geht auch für zum Beispiel rote Beete. Mache ich das auch, weil die haben sehr schöne rote Stängel und sieht einfach toll aus. So, aber Sie sagen, James, was kann man sonst aussehen im Frühjahr? Also ich habe meine Saatkiste mitgebracht. Dill. Tue ich immer im zeitigen Frühjahr direkt im Garten oder im Hochbeet aussehen. Hier sind Samen, die ich selber von den Pflanzen letztes Jahr geerntet habe. Also Dill, jede 10 Tage oder so eine Reihe Dill in die Erde. Schauen Sie, dass die Erde sandig ist, aber Dill muss gute Drainage haben. Was noch? Frühlingszwiebel.
Spring Onion. Die kann man sehr gut früh im Jahr in den Beeten aussehen, dass man im Sommer irgendwas für den Salatschüssel hat und natürlich Radieschen. Also die kann man auch jede Woche praktisch eine Reihe, dass man immer wieder, die keimen sehr schnell wie die Erbsen. Also solche Sachen im zeitigen Frühjahr gehen sehr gut. Was ich dann vorkultivieren würde, Kürbis. Die sind natürlich frostempfindlich und keimen sehr leicht. Das sind die Hokkaido-Kürbisse, die ich letztes Jahr im Garten hatte. Man kann sie dann auf der Fensterbank vorkultivieren. Mangold, eine sehr staatliche Strukturpflanze. Ich esse Mangold ungern, aber ich sehe die Pflanze gern. Also deswegen habe ich Mangold drin. Und was haben wir noch? Ah ja, zurück zu den Erbsen. Also diese getrocknete Geschichte aus dem Supermarkt, wunderbar für Triebspitzen. Aber wenn Sie tatsächlich Erbsen essen möchten, dann am besten kaufen Sie lieber eine Erbse, die extra dafür gezüchtet ist, frische Erbsen zu liefern. Die würde ich nicht vorkultivieren, die würde ich warten bis Ende April und dann die kommen direkt in den Garten. Und was ich dieses Jahr probiert habe, ich habe schon ausgesät, also Ende März habe ich ausgesät, ist Kresse, Landkresse. Weil ich habe kein fließendes Wasser im Garten und ich liebe Brunnenkresse. Ohne fließendes Wasser, Brunnenkresse geht gar nicht, deswegen versuche ich diese Landkresse. Ja, natürlich selbstverständlich Sachen wie Paprika und Tomaten, die muss man vorkultivieren. Je früher, desto besser, Ende März, Anfang April im Gewächshaus oder auf dem Fensterbank, dass man schöne, starke Pflanzen hat. Und neulich entdeckt Neuseeländer Spinat. Nur die frischen Triebspitzen sind lecker. Alles andere, ja, ist ein bisschen haarig, bleibt im Hals stecken. Keine gute Reklame für diese Pflanze, ich weiß. Aber als Beeteinfassung, Neuseeländer Spinat hat sich also eine ganz tolle Entdeckung entpuppt. Also für einen Gemüsegarten oder Cottagegartenbeet ganz am Rande, statt Buchs oder irgendwas so Langweiliges, was jeder kennt, versucht mal Neuseeländer Spinat. So, das sind ein paar Sämereien. Sie haben ein paar Ideen. Ihre eigenen Ideen haben Sie auch. Worauf warten Sie? Raus in den Garten. Tschüss. Falls Sie Fragen haben zu Gemüse oder weitere gärtnerische Themen, dann schreiben Sie bitte unten in den Kasten. Und wenn Sie Ideen für weitere Filme haben, dann schreiben Sie auch bitte rein. Wir schauen immer gern drinnen und gucken, was für Vorschläge Sie haben. Immer ganz lustig, ganz interessant. Und wenn Sie weitere Filme sehen möchten, dann klicken Sie hier rechts. Es sind viele Filme, die in diesem luftleeren Raum rumschwirren. Klicken Sie drauf. Wir werden uns freuen. Bis nächstes Mal. Tschüss.